Ist das jetzt einfach ein Winter oder tatsächlich außergewöhnlich? Gebäude sind meterhoch eingeschneit, Lawinen gehen ab und der Verkehr liegt teilweise lahm. Viele Medien berichten von einer weißen Katastrophe oder Schneehölle. Ist das jetzt tatsächlich der Jahrhundertwinter, vor dem einige Wetterexperten und Expertinnen gewarnt hatten? Wie bedrohlich ist die Lage wirklich? Steht uns allen ein Mega-Winter bevor? Das alles jetzt bei Klicks um Science Fiction. Nur hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. One, two, three. Anfang des Jahres überschlugen sich die Meldungen, ein sogenannter Polarwirbelsplit werde Eis und Schnee bringen. Ein Jahrhundertwinter sollte demnach im Januar 2019 seinen Anfang nehmen. Doch wie kommen Experten und Expertinnen auf diese Vorhersagen? Fest steht, ein Polarwirbelsplit hat tatsächlich häufig Auswirkungen auf das Wetter in Mitteleuropa. Über den Polen der Antarktis und der Arktis herrschen großräumige Tiefdrucksysteme und das sind eben die sogenannten Polarwirbel. Die Kaltluftzonen drehen sich der Drehrichtung der Erde entgegengesetzt. Wenn dann warme Luft aus dem Pazifik oder vom Atlantik in die Polarregionen vordringt, erwärmt sich die Stratosphäre in einer Höhe von 10.000 bis 50.000 Metern. Der Polarwirbel wird dadurch gestört und geschwächt und es kann zur Teilung in zwei Wirbel kommen. Das passiert oft in den Wintermonaten Januar oder Februar, doch solch ein Polarwirbelsplit bedeutet keinesfalls, dass das Winterwetter in Mitteleuropa zwangsläufig sehr extrem sein wird, denn da spielen weitere Faktoren mit hinein. Fest steht jedenfalls, einige Regionen Deutschlands und Österreich sind ordentlich eingeschneit. In einigen Orten bleiben die Schulen geschlossen und der Bahnverkehr liegt lahm. Einige Wetterexperten und Expertinnen gehen davon aus, dass diese Wetterlage noch eine längere Zeit andauern könnte. Der Grund, der Polarwirbel sei Anfang Januar in zwei Teile zerbrochen und vom Nordpol abgedrängt worden. Luftströmungen in der Arktis und im Nordatlantik würden dadurch gestört. Die Folgen: kalte Luftmassen der Arktis setzen sich in Bewegung und zwar Richtung Mitteleuropa. Manche Meteorologen und Meteorologinnen sind der Ansicht, dass diese Ende Januar für eine Megakälte mit Tiefstwerten von minus 20 Grad sorgen könnte. Möglich sei dann auch, dass dies den Winter um Wochen verlängert und die Kälte noch bis in den März andauern könnte. Doch es gibt auch andere Modelle und die sagen, wie so oft beim Wetter, etwas völlig anderes voraus. Einen eher milden Winter, nämlich festhalten kann man jedenfalls. Eine solche Wetterlage wie derzeit gibt es nicht jedes Jahr, aber so katastrophal, wie sie in manchen Medien dargestellt wird, ist sie auch nicht. Klar, es ist Winter und diesmal in Österreich und Bayern auch so richtig und bei Schnee und Eis muss man vorsichtig sein. Bei höchster Lawinenwarnstufe sollte man nicht die Pisten verlassen, doch die Einheimischen bleiben gelassen, denn Schnee in den Alpen ist wahrlich nichts Außergewöhnliches. Das zeigt sich beispielsweise auch in den österreichischen Medien, die von der alarmierenden Berichterstattung der Deutschen genervt sind. Der salzburgische Tourismusverband Vilsmoos schreibt am 10.01. bei Facebook, Zitat: Leider wird die aktuelle Wetterlage in den Medien sehr übertrieben. Die Einwohner von Vilsmoos sind große Schneemassen gewohnt und wissen, mit der Situation umzugehen. Im Ort droht keine Lawinengefahr. Betroffene Straßen wurden aus Vorsichtsmaßnahmen gesperrt, damit keine Personen in diese Bereiche kommen. Bitte lasst euch nicht durch Medienberichte verunsichern. Von einer Winterkatastrophe wie beispielsweise 1978, 1979 sind wir jedenfalls noch weit entfernt. Das war wirklich krass. Am 28.12.1978 beispielsweise zeigte das Thermometer morgens vielerorts noch um die 10 Grad plus an. Nachmittags stürzten die Werte dann um bis zu 30 Grad Celsius. Hinzu kam Schnee und ein schwerer Sturm. Der Norden von Deutschland versank im Schnee. Der Katastrophenalarm wurde ausgerufen und die Menschen erlebten tatsächlich eine Art Jahrhundertwinter. Also erstmal Entwarnung, Füße stillhalten, alles ganz entspannt. Das muss man übrigens auch sein, wenn man sich selbst lebendig mumifiziert. What? Das geht? Neugierzone erklärt es hier. Einfach draufklicken, also unbedingt draufklicken. Bis dann. Bleibt dran.